ist angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation Tag Team Championship. Cash Money Mafia. Tony Harting und sein Tag Team Partner Ronaldo Shaqiri. Und Tag Team Nummer 3, El Presidente Rambo, Vincenzo Concotti. Aber der Elbow von Tony Vincenzo mit dem Legdrop Spear von Ronaldo. Chokeslam. Was für ein Chaos hier in diesem GWF Tag Team Titles Match. Der trifft aus Versehen Rambo. Die Powerbomb in die Ringecke von Tony. Der Spear hinterher, das muss es doch jetzt gewesen sein. Das Murat. Die Cash Money Mafia staubt den Sieg ab und holt sich zum 3. Mal die Tag Team Titles. Der nächste Kampf ist festgesetzt auf einen Fall. Und es geht um den Four Nations Cup. Das bedeutet, der Sieger in diesem Kampf bekommt eine Chance auf einen Titel seiner Wahl. Egal wann, egal wo, egal gegen wen. Will er jetzt hier den Coast to Coast zeigen? Colen zieht sich hoch und weicht aus. Springt, greift sich Wolverines End. Colen verteidigt den Four Nations Cup. Der nächste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation World Championship. Der Herausforderer, Held der Hauptstadt aus Berlin, Pascal Spalter. Aus Mexico City, Mexiko, der amtierende German Wrestling Federation World Champion Orlando Silva. Unser Main Event bei GWF Revenge. Spalter, Silva, GWF World Title. Er kommt hinterher. Suicide Dive zwischen die Seile. Der Ansatz zum Power Slam und auch der setzt das Cover jetzt von Pascal. Das war allerletzte Sekunde. Orlando Silva kontert den Drehschuss in den DDT. Das könnte es sein. Nein, er will die Enchilada-Klatsche zeigen. Und die Drehung und die Enchilada-Klatsche sitzt. Was? Gruppe Anarchie ist am Ring. Von der Rampe das Ali Aslan. Was passiert hier? Ali mit dem Schlag. Da kommt der Drehschluss von Pascal Spalter. Nein! Er ist zum 3. Mal World Champion und beendet nach nur einem Monat die Regentschaft von Orlando Silva. Der ist geschlagen. Pascal Spalter. Was passiert denn jetzt? Das ist Die Musik von Chris Cole. Er hat den Foundations Cup dabei. Er wird ihn jetzt einlösen. Der Referee ist da. Der Ringsprecher ist da. Wir haben ein World Title Match, Leute. Du würdest jetzt deine Chance einlösen. Schau, dass du in Shape kommst. Trainier. Und für den 11. November möchte ich den Champ haben, der fit ist. Und dann, mein Freund, hol ich mir den Gürtel. Wir haben ein Triple Threat Match, ein Three-Way Dance bei Legacy. Colin, Spalter, Icarus um den World Title. Diese Loser. Er ist ein Loser und bleibt ein Loser.
Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass ich meinen Titel verloren habe? Oder dass Vincenzo ein Loser ist? Dass ich nicht helfen konnte. Du? Was willst du machen? Keine Ahnung. Was muss ich sagen? Mach mal ein Tag Team Match. Bierweile gegen ein Tag Team da. Gegen wen? Keine Ahnung, welche Tag Team gibt es? Ich habe ja eine Liste. Ja, okay. Aber nicht gegen die Mafia und nicht gegen Tony Ronaldo. Erstmal ein leichteres Team, okay? Heute? Nein, für nächste Woche. Weißt du was? Hol mal Ahmed Cia sofort, bitte. Der Präsident will mit dir reden. Hey, Herr Präsident! Alles gut? Das Wochenende schön überstanden? Ja, alles gut. Weißt du, ich habe einen Vorschlag für dich. Wie es aussieht, werden wir am 11. November bei Legacy gegeneinander kämpfen. Ja, und ich freue mich sehr auf den Kampf. Weißt du was, Ahmed? Wir beide haben viel gemeinsam. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt ganz anders, aber zieh mal weiter, worauf willst du hinaus? Ich weiß, dass wir beide ein super Match liefern werden bei Legacy. Wir beide sind Kämpfer, haben jahrelange Erfahrung und wollen einen riesen Show bieten. Aber in unserem Kampf, es geht um nichts. Ja, Moment mal, also am 11.11. sind die Endwahlen und es wird ein neuer oder alter Präsident bestimmt, also geht's doch schon nicht irgendwas, oder? Genau. Aber das Match hat nichts damit zu tun. Okay, also worauf willst du hinaus? Ich habe einen Vorschlag für dich. Wer die Wahl gewinnt, wird der neue oder der alte GWF Präsident sein. Auch wer das Match gewinnt, wird der neue GWF Matchmaker sein. Egal, ob er Präsident wird oder nicht. Weißt du, um ehrlich zu sein, ich gehe sehr stark davon aus, die Wahl zu gewinnen, aber auch das Match. Wie du meinst. Ja, das meine ich, aber ich weiß nicht, ob ich Präsident und Matchmaker sein will. Das ist ja dein Problem. Du kannst GWF Matchmaker sein oder den Posten jemand anders geben, wie du willst. Okay, weißt du was? Ich nehme an. Aber bedenke eine Sache. Damit wirst du an einem Tag alles verlieren. Mal sehen. Chris Kohl. Ach nee. Sag mal, du hast doch so richtig Glück in letzter Zeit. Du hast sogar Shem Kaplan erneut um seine Titelchance gebracht. Nicht schlecht. Pascal, deine Psychospielchen, die laufen bei mir nicht. Chris, man kann mir vielleicht viel unterstellen, aber bestimmt nicht, dass ich spiele. Und genau das wirst du und Icarus am 11. November zu spüren bekommen. Was werden wir zu spüren bekommen? Was, Alter? Willst du uns spalten? Weißt du, was ich eher denke? Du wirst uns zu Tode labern, so wie du es immer machst. Aber auf das habe ich keinen Bock. Ich werde meine Chance nutzen und dir den Gürtel abnehmen. Die Chance nutzen? Ah, stimmt. Du hattest ja noch gar keine Chance, oder? Du redest immer noch von der Vergangenheit. Da war ich einmal nicht vorbereitet auf dich. Aber weißt du was? Zur Legacy werde ich vorbereitet sein. Ja. Na klar, an der Vorbereitung lag es. Und am Ende, da sind immer die anderen schuld. Okay, bist du fertig, Pascal? Hast du noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Ja, richtige Athleten wärmen sich auf. Ja,
Ich glaube, du laberst dich nur warm. Also schwer ab hier, ich möchte mich aufwärmen. Komm, zieh ab. Zieh Leine. Hey Lucky, Hey, erstmal. wie das Match letzte Woche, ne? Vielen Dank. Danke, Ahmed, für euer Vertrauen, das ihr in mich steckt. Dankeschön, vielen Dank. Wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich dir schon eine Niederlage gegönnt, Alter. Wieso das denn? Was habe ich denn gemacht? Ja, ich meine, weiß ich nicht, ich habe gehört, dass du irgendwie sagst, ja, Ahmed ist ein Idiot, hat ein Business, nichts zu suchen und so. Das ist echt mies, Alter. Das habe ich nie gesagt. Das war ein anderer, der das über dich gesagt hat. Ernsthaft jetzt, willst du das wirklich so verkaufen? Wer erzählt dir denn so einen Mist? Das ist doch egal. Das ist auf jeden Fall jemand, den ich vertraue, wo ich weiß, der hat gar keinen Grund, irgendwie jetzt mit so einem Mist zu sagen. Ach so, ergibt alles seinen Sinn. Ich weiß ganz genau, wer dir das erzählt hat. Aber er hätte dir mal die ganze Story erzählen sollen. Ja, dann erzähl mir doch mal die ganze Geschichte. Also, Weber kam zu mir und meinte, Rambo hat gesagt, ich soll Richtung Burn Run gehen. Um mich aufzubauen, haben die ein Tag-Team-Match angesetzt. Und deshalb wollen wir dich in ein Tag-Team-Match stecken. Du und George gegen Tarkan Aslan und Cash Money Erkan. Nein, bitte nicht George, wirklich nicht. Wieso das? Weißt du, was er gesagt hat, als er hier neu ankam? Nein, was denn? Ahmed ist der größte Idiot, den es im Euro-Wrestling-Business gibt. Wirklich? 1:1, wie ich dir sage. Wo war ich stehen geblieben? Ahmed ist ein Idiot. Genau. Und mit so einem respektlosen Typ will ich auf keinen Fall ein Tag-Team machen. Steck mich doch einfach mit Tarkan in ein Tag-Team. Ich weiß, wir sind kein Tag-Team mehr, aber es wird ein super Match, es wird grandios und ihr wisst ganz genau, ich respektiere den Typen immer noch. Okay. Ich lass mir nicht in den Kopf gehen. Und genau so war es. So, okay, dann, ja, man sagt ja immer, man soll die Geschichte von beiden Seiten hören. Also, sorry, dann tut mir leid, dass ich das unterstellt habe. Kein Problem, Ahmed. Aber ich weiß ganz genau, wer dir das erzählt hat. Ja, aber schau mal, ich bin mir ganz sicher, er hat wirklich keine böse Absicht gehabt. Hey, Big Cole. Ja, Icarus. How's your back? Hey, thanks. Yeah, it's okay, man. You know, I never thought that I will ever fight for the world title. Yeah, man, you deserve it. Really, you deserve it. Thank you very much. You deserve it too. Aha! Das ist also euer Plan. Na wunderbar. Yeah. Am I right? You wanna work together as a tag team? Otherwise you don't see a chance against me, Pascal Spalter? But guys, what about your self-confidence? Did you forget it at home? Look. Nobody told that we will work as a team, okay? Pascal, wir planen hier überhaupt nichts. Ja? Richtige Wrestler, richtige Kämpfer, die bereiten sich vor, ja, und geben ihr Bestes im Ring. Ja, genau so wie ich. So wie ich. Wie du? Pascal, du manipulierst nur. Du schlängst dich immer irgendwie durch. Weißt du, warum du eigentlich Champion bist? Ja? Weil Ali und seine Jungs dir geholfen haben. Ohne die wärst du überhaupt nichts. Und jetzt verschwinde hier. Komm, reiß ab, Mann. Look, we are both men of the honor, right? So, at the end, everybody will fight for himself. Sure, man. You see in the ring? See you in the ring. Okay. Ja, ich habe alles fertig geschrieben und ich werde den Abzug zukommen lassen dann. Ja. Oh, ja, okay, alles klar. Jo, alles klar. Alles klar. Ja, bis dann. Jo, ciao. So ein Mist, Alter. Kaputt? Ja, man sieht so aus, Alter. Mist. Ey, das ist einfach nicht mein Tag heute, Alter. Vielleicht kann ich dich aufbauen. Stimmt. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Du hast gesagt, dass ich dich nicht unterstütze und so weiter. Und ich werde dich genau da unterstützen, wo du mich am meisten brauchst. Ich werde Special Referee bei deinem Match gegen Rambo bei Legacy. Wirklich? Ich meine, es wäre wirklich super, wenn es klappt, aber ich glaube nicht, dass Rambo das zulassen wird, oder? Mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen und selbst Rambo ist das scheißegal. Perfekt. Ihr habt die Ehre
und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Das erst die Tweet-Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt, die durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft willst. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Willkommen zurück hier bei 3 Count. Mein Name ist Jonathan, an meiner Seite der TJ. Jonathan, schön wieder hier mit dir zu sein. Und wir sehen nun auf dem Weg zum Ring den Loserweight Champion der GWF, bekannt von YouTube, Martin Guerrero. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 71 Kilogramm aus dem Internet, der German Wrestling Federation Loserweight Champion, Martin Guerrero. Ja, Jonathan, da haben wir es gehört. Aus dem Internet, da kommt er her. Martin Guerrero, du bist ja im Internet auch zu Hause. Was kannst du uns sagen über diesen Mann? Ja, jeden Tag stellt dieser Mann seine Videos ins Netz. Jeden Tag setzt er sich abends hin nach dem Wrestling-Training und streamt eine Runde für seine YouTube-Follower und Twitch-Follower. Mein Name ist Martin Guerrero. Ich komme aus Halberstadt. Ja, was ich bisher erreicht habe, ist das: Ich bin Loserweight Champion der GWF. Mein Ziel ist natürlich, diesen Titel hier loszuwerden, und außerdem möchte ich euch GWF-Fans beweisen, dass ich nicht nur im Internet große Reden schwingen kann, sondern dass ich auch zu Recht im GWF-Roster stehe. Der Loserweight Champion. Wenn ihr euch fragt, was es mit diesem Titel auf sich hat, das ist der Titel der Schande und den werden wir euch gleich nochmal erklären. Sein Gegner. Ja, der Titel der Schande, Jonathan. Derjenige, der dieses Match gewinnt, der hat nicht den Titel. Der Gewinner verliert und der Verlierer, der gewinnt, und zwar den Titel. Also es ist ganz kurios. Während wir hier George Kukas sehen als Gegner von Martin Guerrero. Oh mein Gott. Das ist eine große Challenge. Anarchie, diese Gruppierung, die steht für absolutes Chaos. Und das werden wir auch hier wieder in diesem Match sehen. Da bin ich einfach überzeugt von George Kukas. Dieser Mann, der ist über 2 Meter groß. Von dem darf sich Martin mal ganz schön gehörig fürchten, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist abzusehen, dass die Chancen nicht allzu gut stehen für Martin Guerrero. Und wir haben es angesprochen, das würde bedeuten, falls er sich hier nicht durchsetzen kann, ein Brustpflaster, dann bleibt er Champion. Dann bleibt er der größte Loser der GWF. So sieht's aus. Das ist das Prinzip dieser Championship. Eigentlich darf man sie ja gar nicht Championship nennen. Ja, es ist der Gürtel der Schande. Das möchtest du nicht sein. Diesen Gürtel möchtest du nicht besitzen. Und Martin Guerrero, er wird alles tun in diesem Match gegen George Kukas, um diesen Gürtel der Schande endlich loszuwerden.
Zuschauer Martin rufen, er geht hier als ganz klarer Außenseiter in den Ring, vor allem körperlich, TJ. Ja, dieser George Kukas, über 2 Meter ist er groß, ein wahrer Hühner des Berufsringkampfes. Oh! Verhöhnende Geste von Ali Aslan, aber das kennen wir nicht anders. Von diesem hinterhältigen Widerling, da gibt es die Schelle. Der Backpfeifenbaum ist umgefallen. Und Martin Guerrero, der guckt blöd. Ja, der weiß gar nicht, was hier passiert, wirkt ein bisschen perplex, aber eins ist jetzt klar, er muss jetzt hier antreten, und zwar gegen George Kukas, und das wird alles andere als eine leichte Aufgabe für ihn. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob Martin Guerrero dieser Aufgabe wirklich gewachsen ist. Er hat ja, das haben wir gesehen in den letzten Wochen, hart, oder naja, was heißt hart, aber er hat zumindest trainiert mit Vincenzo, der ja mehr als sonst irgendjemand weiß, wie es ist, den Loserweight-Titel zu halten. Definitiv die Vergangenheit dieser beiden, beziehungsweise für Martin die Gegenwart, die überschneidet sich halt einfach. Die beiden können sich miteinander identifizieren, sympathisieren deswegen auch und haben sich zusammengeschlossen, während George Kukas hier den Handschlag anbietet. Das ist ein ehrlicher Sportler, ein ehrlicher Berufsringkämpfer, Handshake angeboten, und Martin Guerrero, ja, der weiß einfach nicht, welche Hände er schütteln muss und was für ihn gut ist. Diese Landung, die ist alles andere als gut, das sagt es auch, der ist auch viel zu hoch. Ja, was will er denn ausrichten, der Martin? TJ, ich weiß nicht, was du mit ehrlicher Berufsringkämpfer meinst, wenn du nur ansatzweise über Anarchie redest. Diese Gruppierung, die ist alles, aber ganz sicher nicht ehrlich. Also, wenn Männer einen Anzug tragen, dann vertraue ich denen erstmal, Jonathan. Ich weiß nicht, was du hast. Sehr, sehr vertrauenswürdige Gestalt, dieser Flying Dragon, wie er früher hieß, als er noch unter einer Maske selbst im Ring stand. Jetzt steht er am Apron und, oh, nein. Ja, jetzt steht er gleich nicht mehr am Apron, der Ringrichter schmeißt ihn raus. Der Ringrichter sagt ihm, Ali Aslan, you are out of here! Adioslan, würde ich mal behaupten. Ciao, ciao. Das ist natürlich ein absolut berechtigter und auch verständlicher Call des Ringrichters. Der sagt hier, ja, verschwinde, denn wir haben die Vergangenheit natürlich auch im Kopf zwischen den Ringrichtern und Anarchie. Hey, goodbye. Ich wusste gar nicht, dass das Publikum hier in Berlin so musikalisch ist in Huxleys neuer Welt. Da gibt es ja normalerweise Konzerte. Jetzt gibt es hier 3 Count von der GWF und das Ganze ohne Ali Aslan. Ja, der sich hier auf den Weg zurück macht, und jetzt sein Schützling George Kukas ganz auf sich allein gestellt. Ja, aber ich denke, das ist für ihn dann trotzdem kein Martin Problem. Guerrero, da weicht er geschickt aus, geht nach hinten, geht in den Side Headlock, aber wird in die Seile geschubst. Oh, und bleibt stehen. Er bleibt stehen. Dieser Mann, Martin Guerrero, trainiert mit Vincenzo Cocotti, und das Ding ist ja, Vincenzo Cocotti, der weiß genau, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Aber hat vielleicht Martin Guerrero schon den ein oder anderen Trick beigebracht, wie man große Hühner zu Fall bringt, und vielleicht zeigt er hier auch, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Martin Guerrero, er nimmt Anlauf, und da wird er gefällt, ohne Probleme von George Kukas. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie schlau das ist. Verhöhnende Geste hier, scharrt wie ein Pferd oder, keine Ahnung, wie ein Hund, der seinen Misthaufen zuscharrt. Da muss er vielleicht dem Martin Guerrero mehr zutrauen. Ich weiß es nicht. Bisher hat Martin noch nicht so viel gezeigt in diesem Match. Weicht jetzt aus, geht in die Seile und landet mit einem heftigen Fall, mit dem Rücken voraus auf der Matte. Da kommt das Cover direkt hinterher, und war's das jetzt schon? Martin, er kriegt die Schulter nochmal hoch, aber da konnte er lange nachdenken. Ein langer Fall, weit über 2 Meter ist Martin Guerrero da mit seinem Rücken voraus auf die Ringmatte gestürzt und wird jetzt mühelos hochgehoben von George Kukas. Ja, versucht sich aber hier zu wehren mit den Elbows ins Gesicht gegen die rechte Seite des Kinns. Dropkick. Ja, der war viel zu niedrig in den Bauch. Was hilft das denn? In den Kopf, genau wie mit diesem Vorarm, Martin. So musst du es machen. Ja, das schaut doch jetzt gar nicht so schlecht aus, was Martin hier zeigt. Aber, wie ein wahrer Guerrero ist er natürlich ein Meister der Kopfschere.
Aber muss er nachsetzen, da ist er selbst schwindelig. Guck mal, der kann ihn ja kaum noch auf den Beinen halten. Aber das war wirklich eine Aktion, die hat er gut ins Ziel gebracht, das Cover, aber nicht der 3-Count. Aber das war wirklich überraschend. Da hat er George Kukas auf die Matte geschickt und zwar mit einem ordentlichen Impact. Martin weiß immer noch nicht, wo er ist und wie ihm geschieht. Ja, ich weiß nicht, ob ihn Vincenzo da wirklich auf alles vorbereitet hat. Auf das hier zum Beispiel nicht. Heftiger Big Boot genau ins Gesicht, TJ. Ja, wie soll Vincenzo, dieses kleine Männchen, ihn auch auf sowas vorbereiten? Vincenzo, der kriegt seinen eigenen Fuß ja nicht mal höher als bis zu Martin Guerreros Brust, wenn's hoch ist. Ja, hier auch der Coverversuch gerade von George Kukas. Stellt sich mit einem Fuß auf seine Brust. Der fühlt sich ganz schön sicher. Und das ist ja wichtig im Training. Du brauchst Trainingspartner, die körperlich von der Statur her ähnlich sind wie der Gegner, auf den du dich vorbereiten willst. Und Vincenzo und Kukas, ich glaube, es gibt keinen größeren Größenunterschied. Ja, und bei Martin ist das ähnlich, aber er bringt jetzt hier das Cover. Kukas befreit sich. Schön gemacht von Martin Guerrero und auch gut direkt hinterhergesetzt mit diesen Chops. Knie, oh. Das hat gesessen, aber der Body Slam Ansatz sofort gekontert. Das kann er nicht durchbringen. Das kann Martin Guerrero doch nicht ernst meinen. Nie im Leben würde er eine Aktion wie den Body Slam hinkriegen gegen George Kukas, der jetzt den Sack zumachen möchte. Ja, er will nicht nach Hause gehen mit dem Gürtel der Schande. Oh, was für eine Aktion! What a maneuver! Das Cover und der Sieg für George Kukas. Und damit bleibt Martin Guerrero unser Champion der Schande, TJ. Der Champion der Schande, da wird er erstmal ein Review-Video machen müssen. Das kann er ja dann auf YouTube stellen und dieses Match hier analysieren, Move für Moves und herausfinden, wo er die entscheidenden Fehler gemacht hat. Ich glaube, das wird er sicher nicht auf YouTube stellen wollen, denn dafür schämt er sich ganz, ganz ja, sicher. Dann nimm den Gürtel der Schande. Aus der Brust in Syrien, George Kukas. Und damit weiterhin German Wrestling Federation Loserweight Champion Martin Guerrero. Ja, Martin, sei stolz auf dich. Hier, guck, der Titel, er wird dir überreicht. Du bist immer noch ein Champion. Die Frage nur, was für ein Champion, schüttelt mit dem Kopf fassungslos. Noch immer muss er diesen Titel mit sich rumschleppen, während George Kukas ja absolut erfolgreich war. Also wenn ein Guerrero mit einem Titelgürtel in der Hand im Ring steht, dann regnet es doch eigentlich Konfetti von der Halldecke. Aber normalerweise. Aber hier nicht. Nein, TJ, da hast du dich, glaube ich, geirrt. Und Martin, der hat den Zuspruch von den Fans heute gehabt, aber es hat ihm letzten Endes nicht zum Sieg verhelfen können. Ich habe hier die Karte für 4,10. Zeig mal her. Ja. Nicht schlecht. Also machen wir es so? Machen wir es, okay. Ist ein 5.000 € No Disqualification Match. Das bedeutet, der Sieger in diesem Kampf erhält eine Prämie von 5.000 €. Der Sieg ist nur auf dem Wege der Aufgabe oder des Pinfalls möglich. Auf dem Weg zum Ring. Herzlich willkommen zurück zu 3-Count. Wir sind hier back und wir bedanken uns natürlich, dass ihr hier auch am Start seid. Wir weichen nicht ab und hier sehen wir Dover, den Hardcore Hungarian, und der will ganz eindeutig diese 5.000 €. Mit einem Gewicht von 101 Kilogramm aus Budapest in Ungarn, the Hardcore Hungarian, Dover. Entschlossenheit pur, TJ, die wir hier bei ihm sehen. Absolut, dieser Mann ist skrupellos, er ist extrem, er ist ein Pionier in seinem Heimatland.
Dort war er mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner Icarus, einer der Mitbegründer, ja der Urväter des ungarischen Wrestling. Dieses Match eigentlich genau nach seinem und auch nach meinem Geschmack. Ein Hardcore-Match, es gibt quasi keine Regeln, außer gewinnen durch Pinfall oder Aufgabe. Sein Gegner. Das ist jemand, der für Action hier im Ring sorgt. Das hat er bisher getan und das wird auch dieses Match wieder tun. Ich bin gespannt. Senza Volto. Dieser Mann ist die französische Sensation. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 75 Kilogramm. Aus Paris, Frankreich. The French Sensation. Senza Volto. Ja, allzu sensationell war es allerdings nicht vergangenen Samstag bei GWF Revenge für Senza Volto, denn dort konnte er nicht siegreich sein. Ironischerweise gegen den ehemaligen Tag-Team-Partner von seinem heutigen Gegner. Er stand mit Icarus im Ring. Das Match hat er verloren und jetzt heißt es für Senza Volto, ja, er möchte sich versuchen zurückzukämpfen. In den Herzen der Fans ist er nach wie vor, aber er möchte sich zurückkämpfen in die oberen Plätze der Ranglisten hier bei der GWF. Auch Dover hat in der Vergangenheit eine Niederlage einstecken müssen gegen Icarus. Das heißt, beide wollen hier natürlich zurückkommen, wollen Momentum aufbauen. Und es geht hier nicht nur um Momentum, es geht auch um 5.000 €. Wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. 5.000 €, das ist wirklich eine ganz schön riesige Menge Geld und natürlich ein extra Ansporn für diese beiden Leute. Oh. Ja, und ich bin gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Action außerhalb des Ringes ist eigentlich vorprogrammiert. Diese beiden, die sorgen für eine interessante Paarung. High-Flying gegen Kraft. Interessante Paarungen, die gab's auch am Samstag bei GWF Revenge. Vielleicht wart ihr anwesend live in der Halle hier in Berlin, hier im Huxleys. Wenn nicht, dann schaut euch das Ganze nochmal im Nachhinein an. Der World Title stand auf dem Spiel, die Tag Team Titel standen auf dem Spiel. Schaut euch das an bei wearegwf.com, da könnt ihr das auschecken und das Match hier, das ist schon in vollem Gange, Dover. Wie du es gesagt hast, wie du es angekündigt hast, wie du es vorhergesehen hast, außerhalb des Rings jetzt. Ja, ich bin ein Prophet, lieber Jonathan, nicht ohne Grund, denn ich stand ja selbst in so vielen Hardcore-Schlachten und ich weiß, jemand wie dieser Hardcore-Hungarian Dover, der ist verbissen drauf, er ist nicht verbissen drauf, eine Leiter ins Gesicht zu kriegen, aber verbissen drauf, möglichst schnell die verschiedensten Gegenstände einfließen zu lassen in einen Kampf, denn eigentlich sollten die ja sein Vorteil sein. Das ist sein Metier, aber Senza Volto weiß diese Leiter für sich zu nutzen. Und es geht aus dem Ring raus. TJ, du hast natürlich, schöner Kick, 10 Jahre Ringerfahrung, die du hier an Expertise mitbringst. Diese Leiter, die steht da ganz gefährlich, so ein bisschen angelehnt im Ring. Werden wir hier eine wunderschöne Aktion von Senza Volto sehen. Wie kann man diese Leiter benutzen und wie fühlt es sich an, da drauf zu krachen? Benutzen kannst du sie auf alle Arten und Weisen deiner Fantasie. Ist da keine Grenze gesetzt? Genauso wie den Highflying-Künsten, wollte ich sagen, von Senza Volto da keine Grenzen gesetzt sind. Ja, schau dir doch mal an, wie da keine Grenzen gesetzt sind. Auf der Leiter, es geht nach unten. Was für ein Absprung. Ja, du hast mich gefragt, wie fühlt sich das an mit der Leiter, aber hier die interessantere Frage in diesem Moment. Wie fühlt sich das an, auf dem Hallenboden zu landen? Der gibt nicht nach und genau das hat er gemeinsam mit Leitern. Das ist ein unterschätzter Gegenstand. Das tut unendlich weh, weil es einfach nur mal Eisen ist. Stahl, Metall, was auch immer, worauf der Körper landet. Cover bis 2, Senza Volto hier die Überhand bisher, die Oberhand im Match und er beweist hier mal wieder, warum er wirklich einer der spektakulärsten Kämpfer bei 3 Count ist. Er ist mysteriös, wir wissen alle nicht, wer das ist, wer unter der Maske steckt, das müssen wir aber auch nicht, denn er besticht durch seine Aktionen hier im Ring. Zum Beispiel diese hier. Aber
gekontert, abgefangen mit einer Bärenstärke, abgefangen in die Powerbomb und das könnte jetzt schon hier das Ende sein. 5.000 € für Dover. Nein. Cover nicht durchgegangen und schöner Konter von Dover, der natürlich diese Aktionen auch so ein bisschen auf dem Schirm hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da Dover so ein Profi ist, dass er sich die Matches, wie wir alle auch bei 3 Count nochmal vor diesem Kampf angeguckt hat und wirklich geschaut hat, wie bereite ich mich auf diesen Gegner vor, denn Sensor Volto gehört zu den unberechenbarsten Wrestlern hier im German Wrestling Federation. Was für ein Kniestoß. Unberechenbar sind auch solche Hardcore-Matches, denn da kannst du dich auf einmal mit deinen Nieren in der Leiter wiederfinden. Widerlicher Schmerz, den Sensor Volto da spüren muss. Ich hab's gesagt, dieses Material der Leiter, es gibt nicht nach. Aber wieder nur bis 2, Mamma Mia, das war ein unangenehmer, angenehmer, das ganz sicher nicht, unangenehmer Aufprall. Nee, angenehm ist wirklich etwas anderes und Dover entschlossen, jetzt hier den Sack zuzumachen, sich das Geld zu sichern. Du musst dir mal überlegen, 5.000 € in Ungarn kannst du dir ja dafür sehr viel mehr kaufen als hier in Deutschland. Also 5.000 € sind aber auf jeden Fall überall sehr, sehr viel wert. Das verbessert dein Leben natürlich schlagartig und deswegen wollen diese beiden Wrestler unbedingt siegen. Hier bei der GWF, bei der German Wrestling Federation in Berlin. Hier stehen Titel auf dem Spiel, hier steht die Ehre auf dem Spiel. Es geht um Rache, es geht um Stolz, es geht aber natürlich auch um Geld und das ist natürlich was jeder Mensch irgendwie in gewisser Weise zum Leben braucht und auch diese beiden. Ja, was Sensor Volto jetzt hier braucht, ist genau so etwas. Ein Ausweichmanöver. Mein Gott, da kommt ihm seine Geschwindigkeit wirklich. Ja, seine Geschwindigkeit wird zum Vorteil. Jetzt wieder zurück im Ring, da muss er nachsetzen, unbedingt. Mit so etwas, jawohl, genau. Hier, diese Head Scissor, gedreht in den DDT. Tornado DDT, aber wieder nur bis 2, kein 3 Count, den wir hier sehen. Dover ist immer noch zu widerstandsfähig und schafft es aus dem Cover raus. Ja, guck dir doch mal diesen dicken Glatzkopfschädel vom Hardcore Hungarian an. Da musst du ordentlich drauf donnern, bis der Typ mal liegen bleibt. Absolut. Ja, Sensor Volto zeigt hier an, oberstes Seil. Das ist natürlich das kann ein Shootingstar werden, Mann. Das ist sein Metier, das oberste Ringseil. Genau von dort ist er am gefährlichsten. Aber du hast es vorhin gesagt, Dover hat bestimmt die Tapes studiert. Er wusste ganz genau, was Sensor Volto da vorhatte. Die Shooting Star Press, das verheerendste Manöver von Sensor Volto. Und er hat einige sehr, sehr waghalsige, aber auch sehr viel bringende Aktionen im Arsenal. Jetzt der Kick, der Superkick an den Hinterkopf. Man nennt es nicht ohne Grund High Risk. Das Risiko ist hoch, jetzt aber vielleicht auch der eventuelle Mehrwert, den du aus so einer Aktion schöpfen kannst. Abgefangen von Dover mit den Knien direkt ins Cover. Das war's immer noch nicht. Diesen Aufprall mit dem Brustkorb voraus auf die blanken Knie von Dover, die Luft raus, aber er dreht sich hier trotzdem noch mal raus, weil er diese 5.000 € natürlich unbedingt haben will. Was für eine Resiliency. Ich möchte diesen Schmerz euch mal beschreiben, wie das ist, wenn du die Knie von einem Gegner, ohne damit zu rechnen, in den Magen bekommst, in deine Rippen bekommst. Das kann problemlos eine Rippenprellung sein. Das tut genauso, wenn nicht mehr weh, wie ein Rippenbruch. Darunter leidest du für genau 5 Wochen. Da kannst du deine Uhr danach stellen. Wenn du schläfst für 5 Wochen lang, kannst du nicht auf der Seite liegen. Und das ist genau der Schmerz, den jetzt Sensor Volto hier versucht, irgendwie runterzuschlucken. Diese Aktion, diesen Konter von Dover, den spürt er für exakt 5 Wochen. Beide sehr angeschlagen, aber natürlich Sensor Volto aktuell mehr, kontert hier trotzdem, was 5.000 € nicht alles bewirken. Ist spannend. Jetzt nimmt sich Dover hier die Leiter. Was hat er vor? Sensor Volto währenddessen noch auf dem Ringseil und nutzt diese Position zu einem Dropkick in die Leiter.
Und da fliegt die Leiter natürlich auch auf den Oberkörper von Dover, das darf man nicht vergessen. Also doppelter Schaden, den Sensor Volto hier angerichtet hat. Strategisch klug, fliegt nach oben, fliegt nach unten. Diese Aktion ist so riskant, da bleibt mir das Herz stehen, wenn ich das sehe und dann auch noch auf den Hallenboden. Ich selbst habe mir die Wirbelsäule gebrochen bei einer Hurricane Rana. Da braucht es nur so eine winzig kleine Unachtsamkeit, eine Fehlkalkulation und dieser Move kann so schnell dein Karriereaus bedeuten. Es ist unfassbar, was Sensor Volto hier in die Waagschale wirft. Und er will erneut vom obersten Seil die Shooting Star Press zeigen. Aber warte mal. Was ist hier los? Er will es mit der Leiter verstärken. Was? Nein. Na Jonathan, das kann doch nicht dein Ernst sein. Von der Leiter hättest du nicht einmal die Stabilität für den Absprung. Du brauchst ja, nicht die Stabilität, sondern diese Federwirkung von den Seilen. Dieses Manöver von einer Leiter zu bringen, ist unmöglich. Das ist technisch nicht machbar. Also da muss er sich irgendwas anderes einfallen lassen. Was hat er denn vor? Was hat er denn vor? Das ist Hochrisiko per Definition, aber Dover rappelt sich auf, sieht das und klettert hier mit nach oben. Aber ich sehe hier schon was ganz, ganz Böses kommen. Sensor Volto hat da jetzt nicht ernsthaft über die Shooting Star nachgedacht, oder? Also ganz ehrlich, ich glaube, er hätte das durchgezogen und er hätte das sogar geschafft. Bei der Agilität, bei der Schnelligkeit, Schlagabtausch jetzt auf der Leiter. Kopf gegen die Leiter. Oh, clever gemacht von Sensor Volto. Nutzt die oberste Sprosse der Leiter zu seinem Vorteil. Aber das ist ein Hin und Her und keiner kann es so wirklich jetzt zu einer Aktion nutzen. Dover am ehesten. Hör mir auf. No way. Hör mir auf. Superplex von der Leiter nach unten und meine Damen und Herren, die 5.000 €, die hat Dover auf seinem Konto und zwar in 3 Sekunden. Was für ein Kampf. Und hier ist der Sieger, the Hardcore Hungarian, Dover. Wow, Dover sichert sich das Preisgeld. Was für ein unerbittlicher Kampf, aber Dover hat es geschafft, zurückzukommen und hat es gegen die Agilität von Sensor Volto geschafft. Und hier sehen wir noch einmal diese Agilität und diese katzenartige Flinkheit von Sensor Volto. Back Body Drop auf die Leiter, der unschönste Fall des Abends wahrscheinlich. Tornado DDT. Shooting Star, schau dir das an, Jonathan, wie aus dem Bilderbuch, aber auf die Knie abgefangen. Ja, ich sag's euch, mindestens 5 Wochen lang spürt er das noch. Dropkick gegen die Leiter wurde ihm aber dann zum Verhängnis. Diese Aktion, Hebelwirkung von der Leiter runter, er kracht auf den Rücken und war einfach K.O. Das war der entscheidende Punkt im Match und das brachte Dover 5.000 € ein. Ja, da hält er den Umschlag mit dem Preisgeld in der Hand. Dieser Mann, er ist auch gebaut wie ein Prizefighter. Genauso stellt man sich das doch vor. So einen bärtigen, bulligen, fiesen, gemeinen Dude. Der Hardcore Hungarian Dover. Deutlich reicher als zuvor. Ey! Was willst du von mir, hä? Nix will ich von dir, Alter. Was? Hau ab. Doch. Was willst du von mir? Warum ich? Alter, du kommst her, kannst kaum Deutsch. Die Leute jubeln dir zu. Ich bin hier geboren, ich arbeite hier und uns nennt man Kanaken, Alter. Wenn wir unsere Kultur ausleben, heißt es, haut nach Hause ab und macht dort, was ihr wollt. Was habe ich getan? Ich habe gar nichts über euch gesagt, hä? Alter, du verstehst gar nicht, worum es geht. Es geht gar nicht darum, was du gesagt hast, sondern was die Leute da draußen sagen. Du kommst mit deinem Hut raus, oh, die jubeln dir zu. Du machst deinen Mund auf, sagst ein Wort, oh, mexikanisch ist so süß. Du kommst, oh, mexikanische Kultur. Und was mit uns? Wir haben Deutschland aufgebaut. Unsere Kultur ist scheiße, wenn wir unseren Mund aufmachen, heißt, geht in euer Land zurück und macht dort, was ihr wollt. Was willst du von mir? Am liebsten möchte ich ganz in die Fresse hauen, aber heute hast du Glück. Ich halte mich heute noch zurück, Alter. Am besten setz dich in den Flieger und verpiss dich zu deiner Mutter hier im Billiggrab besuchen, Alter. Wenn es dir hier nicht gefällt,
Wieso kamst du nicht ab, So, das ist das, was ich meine, Alter. Mein Opa wurde höchstpersönlich hergeholt, um Deutschland wieder aufzubauen. Meine Eltern sind hier zur Schule gegangen. Ich bin hier geboren. Ich bin deutscher Bürger. Wenn einer gehen muss, dann du. Ich soll abhauen, du Arsch, Alter. Wir können es ja so machen. Du gegen Jam bei Legacy. Und der Verlierer verlässt das Land. Okay, der Verlierer verlässt das Land. Du willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit. Suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklimmt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Dein Bestes geben, weil du mir die Leidenschaft bringt. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft.